Ja moin, ich mache heute mal ein bisschen Sport und halt einfach mal die Kamera drauf. Ja, es ist Samstag, 7:40 Uhr oder so. Und Anne ist heute verabredet mit Steffi. Steffi heiratet nämlich bald und dann suchen die ein Hochzeitskleid aus. Ja, und ich habe mir dann gedacht, ja, was mache ich mit dem Tag? Und ich fahre jetzt einfach von dort, wo ich jetzt wohne, nach Stuttgart. Da habe ich ja früher mal gewohnt. Das sind 126 Kilometer. Und da schaue ich mal, wie schnell ich das hinbekomme. Ja, jetzt sind wir hier auf der oberen Bergstraße und halten jetzt erstmal auf Heidelberg zu. Wir sind jetzt aus Heidelberg raus. Ich bin bei 4 Grad losgefahren, jetzt werden mir 0 Grad angezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, denn mir ist ziemlich warm. Ja. Und die Akkus haben gerade auch schon wieder wegen der Kälte schlapp gemacht. Auf einmal ging es von 85% auf 0% runter. Also zumindest wird das angezeigt. Mega geil. Ja, und dies hier ist was absolut Verrücktes. Das ist eine Materialseilbahn. Die geht hier ins Zementwerk rein. Und die führt von hier zum Steinbruch über 4 Kilometer eine Kurve bis zum Kalksteinbruch in Nussloch. Das ist hier das Zementwerk in Leimen. Ja, total crazy. Und es geht halt mitten durch den Ort. Ja, schönstes Wetter. So gefällt mir das. Nachdem die Materialseilbahn bis hierhin ziemlich gerade gelaufen ist, geht es dann hier um die Kurve und hier fahren dann die Gondeln auf einer Schiene und dann wieder auf dem Seil. Ja, gerade die erste Steigung. Ich glaube in Nussloch. Gleich sind es nur noch 100 Kilometer. Ja, aktuell geht es munter rauf und runter. Die Strecke habe ich mit Komoot einfach so gelegt, dass ich zu Hause starte, bis Stuttgart fahre. Nur am Anfang habe ich es halt an dieser Materialseilbahn entlang geplant und am Ende ja, einmal an der früheren Wohnung von mir vorbei und dann über den Neckar nach Stuttgart rein. Fahrradfahrer von hinten. Ja, ich bin jetzt in Meckesheim, sind noch 90 Kilometer gut. Jetzt wird es ziemlich flach und irgendwann kommt dann, glaube ich, Sinsheim. Da brauche ich noch mal irgendwie einen Bäcker. Hier war ich jetzt frühstücken, gab Kaffee, Käsebrezel und einen Berliner mit Pudding. Ja, da vorne ist das Technikmuseum Sinsheim mit der Concorde. Und das Stadion muss dann auch hier, genau, da sieht man das Stadiondach. Ja, ich bin jetzt fast 3 Stunden unterwegs und ich habe gerade realisiert, dass ich irgendwie kein Netz habe. Fotos, die ich an Anne geschickt habe, kommen nicht an und ja, anscheinend hat Vodafone gerade irgendwie Netzprobleme. Jetzt habe ich mal angerufen, aber sie ging nicht dran. Naja. Ja, weiter geht's. Noch 75 Kilometer.
So, jetzt habe ich Anna auch erwischt. Die hat das noch gar nicht mitbekommen. Die ist wahrscheinlich einfach im WLAN. Ja, heiter bis wolkig. Und zack, da ist es passiert. Gefilmt, ja, und dann den Abzweig verpasst. Der Klassiker. Wieder Abzweig verpasst. Zum Schotterberg wollte ich nicht. Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob die Konzentration nachlässt. Ja, es wird gerade noch ein bisschen bergig. Gerade ging es hoch, jetzt geht es wieder runter. So, jetzt habe ich einen Anstieg von 2,1 Kilometern. Es geht 133 Meter noch auf. Das wird ordentlich. Ja, herrlich. Ist das schön. Mega cool. Ja, jetzt mal kurz 70, 80 Meter komische Strecke. Die Straße ging bis da vorne. Ja, jetzt habe ich hier sowas. Ein paar Meter noch. Ja, geschafft. Von da unten komme ich. So geht's weiter. Ja, und ich musste gerade den 5. Akku, glaube ich, reinlegen. Ich habe 6 dabei, aber auch das Ladegerät und die Powerbank. Also ich habe schon wieder welche aufgeladen. Aber ja, irgendwie so um 0 Grad ist halt schlecht mit den Akkus. Es geht bergauf. Noch 33 Meter. Ja, der höchste Punkt ist erreicht. Mir ist warm, aber jetzt geht es wieder runter. Dann wird schon wieder kalt. So, jetzt sind es noch 50 Kilometer. Das nutze ich mal eben, um mein Setup zu zeigen. Hier die Lupine läuft heute im Tagfahrlicht. Da zieht die nicht viel Strom. Ja, dann habe ich den Karoo 2. Sehr gut zufrieden, gute Menüführung, gute Ablesbarkeit, viele Updates, aber Menü gerade nur in Englisch. Hier halt ein bisschen Essen drin, hier meine GoPro, Handy, Schloss. Dann hier drin habe ich Werkzeug, Powerbank, Aufladekabel für Handy, GoPro und den Karoo, falls der normal. Der ist jetzt immer noch bei 70% nach 3 Stunden 34 effektiver Fahrzeit. Ja. Dann habe ich den Lupine Akku, der vorher hier drin war, habe ich jetzt mal hier mit dem Band dran gebunden. Da habe ich dann die Kabellage hier raus und führe das dann hierher. Ja, hier hinten dann das Lupine Bremslicht, also der hat einen Bremssensor drin, der merkt dann eben, wenn verzögert wird, und dann leuchtet er nochmal heller. Ja, und hier drin, hier jetzt nochmal neu. Hier unten drin sind 2 Ersatzschläuche, dann noch ein T-Shirt und eine Downjacke, weil wenn ich in Stuttgart ankomme, bin ich ja komplett nass geschwitzt und dann muss ich noch 90 Minuten mit dem Zug zurückfahren. Dann kann ich obenrum die nassen Sachen ausziehen und das T-Shirt und die Downjacke anziehen. Und dann werde ich nicht kalt. Ja, ja, und sonst noch hier die Fitlock-Flaschen mit diesem magnetischen Verschluss. Also man kann ihn nur rechtsrum abdrehen. Und hier klickt es dann ein von oben drauf. Ja, passiert nichts, nur halt rechtsrum. Und da habe ich noch Elektrolyt-Tabletten drin. Und ja, hier unten auch noch mal Multitool und Kettenschmiermittel. Ja, also weiter geht's. Wir sind in Bennigheim. Wer kennt's nicht? Ja, das sieht doch schön aus hier. Jawohl, hier ist eine Tankstelle. Hier werde ich jetzt noch mal Getränke auffüllen. Hier sieht man, wie ich das französische Ventil öffne und dann den Adapter vom französischen Ventil auf das Autoventil draufschraube. Und dann kann ich ganz komfortabel das Luftdruckgerät von der Tankstelle nutzen. Ja, Getränke nochmal aufgefüllt. Das reicht jetzt bis nach Stuttgart. Es sind noch gut 40 Kilometer. Und die Sonne scheint.
Ja, da hinten in der Mitte kann ich den Fernsehturm erkennen. Ihr werdet es nicht erkennen. Die GoPro kann ja nicht zoomen. Ja, und da vorne sehe ich jetzt auch schon, glaube ich, Ludwigsburg. Es geht bergab. So, wir sind in Bietigheim. Wir fahren hier kurz mal durch. Ja, ist das denn schon der Neckar? Ah, cool hier. Nice. Ja, also 100 Kilometer habe ich jetzt. Ja, man ist ganz schön angeschlagen so langsam. Jede Steigung merkt man. Ja. Ich freue mich auf einen LKW mit ABS. Also meint eigentlich ein Fleischkäseweckle, aber Leberkäseweckle LKW mit ABS, mit ein bisschen Senf. Hole ich mir schön stilecht am Bahnhof. Da wird das Fahrrad seinem eigentlichen Anwendungszweck ja heute doch noch zugeführt. Mensch! Das Ludwigsburger Schloss. Ja, mit dem E-Bike bin ich so aus immer spielend hochgekommen. Mal schauen jetzt. Ja, geht. Gutes Stück geht immer. Und in dem Haus da habe ich gewohnt. Hier, Erdgeschoss. Ja, also ist offiziell, die Beine sind schlapp. Ich freue mich auf den Zug. Ja, damit sind wir am Stuttgarter Neckar. Ja, und ab sofort ist das hier so meine Laufstrecke gewesen. Hier habe ich 20, 25, 30 Kilometer abgespult. Ja, gerade habe ich noch 5 Minuten 2 Mountainbikern ausgeholfen. Die hatten einen Platten, hatten auch wohl eine Pumpe dabei, aber der Aufsatz vorne da war ein Riss drin und dann kam die Luft nicht rein. Ja, und dann konnte ich denen mit meiner Pumpe helfen. Ja. Immer nachfragen, ob die Leute Hilfe brauchen. Einfach herrlich diese Strecke, grandios zum Laufen. Ja, jetzt sind es noch 6,4 Kilometer. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die nächsten Züge fahren. Es ist jetzt 2:30. Muss mal schauen, ob das Internet wieder funktioniert. Sonst gibt es da vielleicht WLAN oder halt der Schalter, ganz wie früher. Ja, das ist die neue Bahnbrücke. Gehört auch zu Stuttgart 21 zum Gesamtprojekt. Und da gibt es den Steg hier drüber her. Und schon sind wir auf dem Steg. Cool. Ja, einmal Hike Your Bike. Wir sind im Schlosspark. Ich merke jetzt echt einen Hungerast. Ich habe keine Zeit mehr bis zum Bahnhof zu warten. Ich brauche ein Porridge. Oder ich esse gerade schon ein Porridge. Eieiei. So, Nebeneingang.
Gut, geschafft. Jetzt noch zugucken. Ja, ich bin dann um 14:51 Uhr angekommen und um 14:51 Uhr fuhr ein ICE. Habe ich dann natürlich nicht mehr bekommen. Ja, dann wollte ich buchen über das Handy, schlechter Empfang, nur Edge, ging gar nicht. Dann das Reisezentrum, jetzt gerade den Zug dann um 15:51 Uhr gebucht. Ja, jetzt habe ich hier warme Pizza, ein Schoko, Croissant, Obstbecher und einen Kaffee. Also ein LKW mit ABS habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. So, ich bin jetzt fast zu Hause. Zugfahrt war okay, aber diese FFP2-Maske, die tut mir hinter den Ohren immer so weh. Habt ihr das eigentlich auch? Oh, ganz grausam. Ja, lass uns noch mal einmal hier eben drauf schauen. Also es waren jetzt 126 Kilometer, 1300 Höhenmeter, gut 6 Stunden Bewegungszeit, 20,7 Durchschnitt, ja, und 4000 Kalorien. Dann ja, freue ich mich jetzt auch wirklich auf Sofa. Anne kocht heute, was war's? Lachs-Lasagne durfte ich mir wünschen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.